Die Feiertage rücken immer näher, das bedeutet, die Zeit der Geschenke, Freude und des Lachens steht bald vor der Tür. Was wäre, wenn ich dir sage, dass stilvolle und praktische Geschenke aus gewöhnlicher Werbezeitung gemacht werden können? Ja, genau aus jener, die wir normalerweise per Post bekommen und ungelesen wegwerfen. Dabei kann man daraus so eine süße Schachtel flechten, die das Auge erfreut, unabhängig von Saison und Anlass und die außerdem viele Jahre halten wird. Kurzum, ich halte dich nicht länger hin. In diesem Video zeige ich dir, wie man so einen festlichen Korb aus der gewöhnlichsten Werbezeitung flechtet. Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo einfache Zeitung zu etwas Schönem und Praktischem wird. Heute erwartet dich viel Interessantes. Ich zeige, wie man einen quadratischen Boden und generell einen quadratischen Korb flechtet, wie man verschiedene Muster schön kombiniert und natürlich das i-Tüpfelchen, den Deckel mit einem inneren Rand, damit er nicht verrutscht. Also gib schnell ein Like, schreib in die Kommentare, wie dir die Idee von so einem Korb als Geschenk gefällt und vergiss natürlich nicht zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Okay, fangen wir an. Bevor wir anfangen, so einen süßen Korb zu flechten, lass uns schnell alles vorbereiten, was wir brauchen. Das erste und wichtigste, was wir brauchen, sind Zeitungsröhrchen. Ohne sie wird es nicht möglich sein, solch eine Schönheit zu kreieren. Ich sage gleich, für dieses Projekt brauchte ich etwa 300 Röhrchen. Ja, das ist ziemlich viel, also während du dieses Video anschaust, weißt du, was zu tun ist. Dreh Röhrchen. Für dieses Projekt habe ich Werbezeitung verwendet, sie in gleich breite Papierstreifen geschnitten, 13 cm breit und 45 cm lang. Jeden Papierstreifen habe ich auf eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 1,5 mm gedreht. Sobald die benötigte Menge an Röhrchen fertig ist, können sie für das Flechten verwendet werden. Damit das Flechten jedoch maximal komfortabel ist und die Röhrchen aufhören, den Zeitungsdruck zu zeigen und sich in die Lieblingsfarbe verwandeln, empfehle ich, sie vor dem Flechten zu färben. Zum Färben eignen sich Farben oder Holzlacke auf Wasserbasis. Dieses Mal wollte ich die Röhrchen in einer warmen Farbe färben, die an Terrakotta erinnert. Ein detailliertes Videorezept zum Färben in dieser Farbe habe ich in diesem Video veröffentlicht. Schau rein, wenn dir diese Farbe genau wie mir ans Herz gewachsen ist. Nach dem Färben werden die Röhrchen besonders stabil, wenn man das so sagen kann, sogar hölzern in ihrer Flexibilität. Sie sanft und ordentlich zu biegen ist ziemlich schwierig. Deshalb befeuchten wir die Röhrchen in warmem Wasser, damit sie weich und formbar für das Flechten werden. Um die nötige Feuchtigkeit während des gesamten Flechtens zu bewahren, verpacken wir die Röhrchen in eine Tüte oder ein anderes feuchtigkeitsundurchlässiges Material. Die Spitzen lassen wir bis zur vollständigen Trocknung außen. Sobald die Spitzen vollständig getrocknet sind, können wir mit dem Flechten beginnen. Übrigens, auf meinem Kanal gibt es super detaillierte Tutorials zu jedem einzelnen Schritt. Grundlagen des Drehens von Zeitungsröhrchen, verschiedene Drehenmethoden, typische Fehler, alles über das Färben und das Befeuchten. Die Links zu diesen und anderen Videos findest du in der Beschreibung. So, wir gehen über zum Interessantesten, zum Flechten. Das Flechten von Körben beginnt meistens mit dem Boden. Und diese Variante ist keine Ausnahme. Zuerst musst du dich für die Größe des zukünftigen Korbes entscheiden. Schau, ich habe mir eine quadratische Form vorbereitet. Nach einer Form zu flechten ist viel einfacher und es wird auch gleichmäßiger. Als Form eignet sich alles Mögliche. Ein Behälter, eine Schachtel, ein Blumentopf, ja sogar ein Kinderbaukasten. Ich markiere die Grenzen meiner Form, das sind die Grenzen des zukünftigen Korbbodens. Jetzt stelle ich innerhalb dieses Bereichs Röhrchen vertikal auf, das sind meine Ständer. Meine Ständer sind doppelt, das heißt jeder besteht aus 2 Röhrchen. Die Anzahl der Ständer hängt von der Größe der Form und des zukünftigen Korbes ab. Der optimale Abstand zwischen den Ständern beträgt 1,5 bis 3 cm. Übrigens, achte auf eine Sache. Bei mir hat es dieses Mal zufällig gepasst, sodass ich es nicht gemacht habe, aber es gibt eine wichtige Nuance. Lass die Spitzen der Röhrchen mindestens 10 bis 15 cm über die Grenze hinausragen, sowohl oben als auch unten. Wenn die Röhrchen kurz sind, müssen sie einfach verlängert werden, bevor du sie aufstellst. Ich habe ein detailliertes Tutorial über den Prozess der Verlängerung der Länge auf meinem Kanal. Den Link findest du in der Beschreibung. Obwohl, weißt du, ich werde dir gleich hier zeigen, wie man das anschaulich macht. Okay, wir machen weiter. Ich stelle die Ständer auf und befestige sie, damit sie nicht verrutschen. Das Flechten funktioniert so. Es gibt vertikale Ständer, sie sind unbeweglich. Und es gibt Arbeitsröhrchen, mit ihnen flechten wir horizontale Reihen, indem wir diese Ständer umflechten. So erreichen wir Reihe für Reihe die benötigte Höhe. Aber das betrifft teilweise schon die Wände. Dafür ist es noch etwas zu früh.
Vorerst müssen wir den Boden flechten und gleichzeitig alles für das zukünftige Flechten der Wände vorbereiten und durchdenken. Erinnerst du dich, ich sagte, es ist wichtig, die Schwänzchen der Ständer außerhalb der Grenzen zu lassen? Später heben wir genau diese Schwänzchen nach oben und sie werden zu den Ständern für die Korbandwände. Aber wir haben ja einen viereckigen Korb und logischerweise fehlen uns noch hervorstehende Schwänzchen, sowohl links als auch rechts. Das heißt, für jede Seite des Vierecks, und du liegst absolut richtig, wenn du das denkst. Was ergibt sich also? Beim Flechten der Reihen müssen wir die zukünftigen Ständer auch seitlich bilden. Einfacher gesagt, sowohl die Reihen flechten, als auch einige Schwänzchen übrig lassen. Nun fangen wir mit der ersten horizontalen Reihe an. In dieser Reihe lassen wir gerade die Schwänzchen an den Seiten hervorstehen. Ich habe beschlossen, die Länge des Arbeitsröhrchens sofort zu verlängern. Dafür spitze ich die Spitze eines Röhrchens an. In das breite Ende des anderen Röhrchens habe ich bereits einen Tropfen Universalkleber getropft. Und jetzt stecke ich einfach die scharfe Spitze bis zum Anschlag in das breite Ende. Ganz wie ein Bausatz. Jetzt, da das Arbeitsröhrchen super lang ist, beginne ich, die Ständer zu umflechten. Ich umflechte mit dem einfachsten und grundlegendsten Muster namens Cartoon. Hier ist alles einfach. Das Röhrchen geht mal über den Ständer, mal unter ihn. Die erste Reihe ist fertig und die ersten seitlichen Ständer sind gebildet. Wir beginnen mit der zweiten Reihe. Und hier achte mal auf etwas. Hier ist es wichtig, eine Versetzung im Muster zu schaffen, damit alles gut hält. Wenn in der ersten Reihe das Röhrchen über den Ständer ging, dann in der zweiten unter den Ständer. Weißt du, wie bei einem Schachbrett schwarze und weiße Felder wechseln sich in den Reihen ab. Stell dir einfach vor, weiße Quadrate sind, wenn das Röhrchen über dem Ständer ist, und schwarze Quadrate unter dem Ständer. Ich persönlich habe bei diesem Muster immer diese Assoziation. Und womit assoziierst du dieses Muster? Schreib es in die Kommentare. Okay, wir machen weiter. Seitenständer zu bilden ist natürlich gut, aber wir müssen ja irgendwie auch die Höhe gewinnen, oder? Wir können doch nicht in jeder neuen Reihe hervorstehende Schwänzchen übrig lassen. Wir müssen Ständer an den Seiten in einem gewissen Abstand voneinander bilden. In dem gleichen Abstand wie bei unseren vertikalen Ständern. Nun, um sowohl Abstand zu lassen als auch die Leere mit geflochtenen Reihen zu füllen, müssen wir an den Rändern Wendungen machen. Das heißt, wir nehmen einfach das Arbeitsröhrchen und wenden es am äußersten Ständer. Und wir flechten in umgekehrter Richtung weiter. Mit demselben Muster, abwechselnd mal über ihn, mal unter ihn. Du denkst jetzt bestimmt, und was ist mit dem Schwänzchen, das du links gelassen hast? Vorerst nichts. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Wir flechten weiter rein und machen Wendungen an den äußersten Ständern. Das heißt, wir flechten eine solche Höhe, die mit dem Abstand zwischen den vertikalen Ständern übereinstimmt. In meinem Fall muss ich nur 4 Reihen flechten, damit diese Parameter übereinstimmen. Und nun beim Flechten der letzten Reihe lasse ich das Schwänzchen des Arbeitsröhrchens einfach hervorstehen. Es ist Zeit, wieder Seitenständer zu bilden. Achte darauf, dass meine Ständer doppelt sind. Das bedeutet, ich brauche auch an den Seiten doppelte Ständer. Und genau links ragt bei mir ein Röhrchen in der letzten Reihe hervor. Die neue Reihe flechte ich mit einem super langen Röhrchen und lasse die Schwänzchen seitlich hervorstehen. Ganz genau wie die allererste Reihe. Und jetzt schau, was passiert. Links habe ich bereits 2 Röhrchen, aber rechts nur eines. Was bedeutet das? Dass ich beim Flechten der neuen Reihe das Schwänzchen des Röhrchens nur rechts hervorstehen lassen muss. Und links anfange, Wendungen zu machen und wieder Höhe zu gewinnen. Und so jedes Mal. Ich flechte 4 Reihen mit Wendungen und beginne erneut, doppelte Ständer an den Seiten zu bilden. Und so bewege ich mich vorwärts, bis ich die markierte Grenze erreiche. Das ist das ganze Prinzip des Flechtens eines quadratischen Bodens. Ich zeige den Prozess noch etwas, damit wirklich alles klar wird. Wenn du dich jetzt fragst, warum hat dann die erste Reihe eine seltsame Anzahl von Schwänzchen an den Seiten? Antwort: Nur die erste und die letzte Reihe werden sich in der Anzahl der Röhrchen an den Seiten unterscheiden. Wenn der Boden fertig ist und wir zum Flechten der Wände übergehen, werden wir all diese Unterschiede bei den Ständern beseitigen. Weißt du, wie man so schön sagt, wir lösen Probleme, wie sie auftauchen. Ich möchte deine Aufmerksamkeit noch auf etwas lenken. Achte auf die Geradheit der äußeren Ständer. Zieh das Arbeitsröhrchen an den Wendungen nicht zu stark.
Sonst kann es passieren, dass du es versehentlich überziehst und anstelle eines ordentlichen Quadrats ein Trapez erhältst. Okay, ich denke, das Prinzip des Flechtens eines quadratischen Bodens ist jetzt verständlich. Wir flechten bis zur benötigten Höhe weiter. Die letzte Reihe flechten wir genau wie die allererste. Das heißt, auf der einen Seite werden 2 Schwänzchen hervorstehen und auf der anderen nur eines. Nun, wir machen weiter. Wenn der Boden komplett fertig ist, befestigen wir ihn an der Form. Mit Faden, Schnur, was du gerade zur Hand hast. Jetzt teile ich einen kleinen Lifehack mit dir, der mir persönlich das Flechten der Wände merklich vereinfacht. Bevor ich die Wände flechte, trockne ich die Ständer vollständig. Diese hervorstehenden Röhrchen an allen 4 Seiten sind bei mir momentan etwas feucht. Solange sie feucht sind, lassen sie sich leicht biegen. Aber trocken sind sie nicht mehr so nachgiebig. Deshalb presse ich die Ständer an die Formwände und fixiere sie in dieser Position bis zur vollständigen Trocknung. Sobald die Ständer trocken sind, können wir zum Flechten der Wände übergehen. Wie immer markiere ich zuerst den Ständer, mit dem ich das Flechten beginnen möchte. Das kann jeder Ständer sein, wähle den, der dir am besten gefällt. Ich habe beschlossen, das Flechten der Wände mit einem schönen Zopf zu beginnen. Mir gefällt es sehr, wenn der Korbboden so eine ausdrucksstarke, ordentliche Grenze hat. Und das Muster, das wie ein Zopf aussieht, passt einfach perfekt zu meiner Idee. Für das neue Muster brauche ich sofort 3 Arbeitsröhrchen. Man kann sie auf verschiedene Arten in die Arbeit einfügen. Die einfachste ist, das breite Ende des Röhrchens einfach hinter den Ständer zu legen. Ja, so einfach. Ohne Kleber, ohne Tricks, ich platziere das Röhrchen einfach und lasse etwa 2 bis 3 cm Spitze im Inneren des Korbes. Jedes Arbeitsröhrchen befindet sich hinter seinem Ständer. Das heißt, das erste Arbeitsröhrchen befindet sich hinter dem ersten markierten Ständer, das zweite hinter dem zweiten und das dritte Arbeitsröhrchen hinter dem dritten Ständer. Als ob wir diese Ständer mit Arbeitsröhrchen besetzen? Nun, die ersten 3 Ständer sind besetzt und wir können mit dem Flechten beginnen. Die erste Reihe flechten wir im Muster umgekehrter Zopf mit 3 Röhrchen. Wir nehmen das ganz linke Arbeitsröhrchen, führen es unter den anderen hindurch, überspringen die besetzten Ständer und führen es hinter einen freien Ständer. Eingeführt und wir lassen dieses Röhrchen in Ruhe. Jetzt nehmen wir wieder das ganz linke Arbeitsröhrchen und wiederholen dasselbe. Ja, ich weiß, hier ist eine Ecke und es mag nicht sehr anschaulich aussehen. Einen Moment, ich zeige noch einmal, wie genau ich das Röhrchen einführe. Das Prinzip ist, wir wechseln ständig die Arbeitsröhrchen. Jedes Mal beginnen wir mit dem ganz linken. Wir führen es unter den anderen Arbeitsröhrchen hindurch, überspringen die besetzten Ständer und führen es hinter einen freien Ständer. Während ich diesen Prozess zeige, möchte ich darauf hinweisen. Im Moment sind alle meine Ständer doppelt, außer an den Ecken. An den Ecken herrscht ein echtes Chaos, mal 3, mal 4 Röhrchen. Während ich die erste Reihe flechte, achte ich nicht darauf. In der ersten Reihe ist es wichtig, die Arbeitsröhrchen in das Flechten zu bringen und die Ständer in vertikaler Position zu fixieren. Aber ab der nächsten Reihe werden wir alle Ständer auf ein einheitliches Aussehen bringen. Oh, übrigens noch eine interessante Sache, auf die ich deine Aufmerksamkeit lenken möchte. Nämlich achte auf die Stelle, an der die Verlängerung der Röhrchen stattfindet. Schau, als wir den Boden flochten, sind die Verlängerungsstellen nicht besonders sichtbar. Einfach weil der Boden nicht besonders sichtbar ist, wenn der Korb an einem schönen Ort steht. Aber die Korbwandwände, die sind immer im Blickfeld. Damit unser Korb ordentlich und sauber aussieht, sollte man darauf achten, an welcher Stelle die Verlängerung geschieht. Am ordentlichsten ist es, wenn sich alle Verlängerungsstellen auf der Rückseite des Korbes befinden. Weißt du, genau wie bei Kleidung? Da gibt es eine Außenseite und eine Innenseite. Genauso werden wir alle Verlängerungsstellen auf der Innenseite platzieren, also im Inneren des Korbes. Dafür schätzen wir einfach ab, wann das Arbeitsröhrchen hinter den Ständer geführt wird. An dieser Stelle mache ich eine Markierung mit dem Fingernagel und schneide das Arbeitsröhrchen buchstäblich in 1 bis 1,5 cm Abstand ab. Ich verlängere die Länge und flechte einfach weiter. Ich erinnere noch einmal daran, über den Prozess der Verlängerung, über alle technischen und ästhetischen Aspekte dabei habe ich in diesem Video erzählt und es viel besser gezeigt. Der Link zum Tutorial über die Verlängerung ist nach wie vor in der Beschreibung. Okay, nun machen wir weiter. Wir flechten dieses Muster umgekehrter Zopf mit 3 Arbeitsröhrchen weiter, bis wir den markierten Ständer erreichen. So, wir haben die erste Reihe fast geflochten. Im Moment sieht es noch nicht sehr nach einem klassischen Zopf aus. Keine Sorge, bald wird er deutliche Konturen annehmen.
Zuerst müssen wir jedoch diese Reihe schließen. So schließen, dass das Muster nahtlos aussieht. Das heißt, weder der Anfang des Flechtens noch sein Ende soll sichtbar sein. Das Schließen mag etwas verwirrend erscheinen, aber keine Sorge, ich zeige jetzt alles ganz langsam und detailliert. Also, hier habe ich direkt vor dem markierten Ständer aufgehört. Wir nehmen unser ganz linkes Arbeitsröhrchen und führen es wie gewohnt unter den anderen Arbeitsröhrchen hindurch und hinter den markierten Ständer. Eingeführt und gelassen. Ich hebe dieses Arbeitsröhrchen jetzt nur an, damit es nicht ablenkt. Okay, uns bleiben 2 Arbeitsröhrchen und jetzt schau. Siehst du, zwischen dem ersten und zweiten Ständer liegt bereits ein Röhrchen horizontal? Ich habe es gerade mit der Ahle etwas angehoben. Auf die Schwänzchen im Inneren des Korbes achte nicht. Jetzt nehmen wir das ganz linke der 2 verbleibenden Arbeitsröhrchen und führen es unter das andere Arbeitsröhrchen und unter dieses horizontale Röhrchen zwischen den Ständern. Wir platzieren es hinter den zweiten Ständer. Okay, geschafft. Ich lasse es vorerst nicht zu tief fallen, um anschaulicher zu zeigen, wie man das letzte Arbeitsröhrchen einführt. Und schau, wie wir das letzte Röhrchen einführen. Zwischen dem zweiten und dritten Ständer liegen horizontal 2 Röhrchen. Genau darunter ziehen wir das letzte Arbeitsröhrchen durch. Durchgezogen und hinter den dritten Ständer geführt. Uff, das Schwierigste ist vorbei. Schau, wir haben die Reihe so geschlossen, dass überhaupt nicht mehr sichtbar ist, an welcher Stelle wir mit dem Flechten begonnen und aufgehört haben. Und unsere 3 Arbeitsröhrchen sind an ihren Platz getreten, hinter den ersten 3 Ständern. Perfekt, wir machen weiter. Die nächste Reihe flechten wir in einem etwas anderen Muster. Aber zuerst bringen wir Ordnung in unsere Eckständer. Schau, alles was ich mache, ist die überschüssigen Ständer an den Ecken abzuschneiden. Ich lasse nur 2 Röhrchen übrig. Und schneide die überschüssigen direkt an der Basis ab. Nun herrscht endlich Ordnung und alle Ständer sind gleich doppelt. Es ist Zeit, die zweite Reihe zu flechten. Wir flechten das Muster gerader Zopf mit 3 Röhrchen. Zuerst verlängere ich sofort die Länge der Arbeitsröhrchen. Also, dieses Muster ist dem vorherigen sehr ähnlich. Es gibt nur ein Detail, das sie unterscheidet. Schau! Hier beginnen wir wieder mit dem ganz linken Arbeitsröhrchen, aber wir legen es über die anderen Arbeitsröhrchen und führen es dann ebenso hinter den freien Ständer. Das ist der ganze Unterschied. Wenn wir in der ersten Reihe das linke Arbeitsröhrchen unter die anderen geführt haben, dann muss man es bei diesem Muster über die anderen führen. Und das war's, wir flechten bis zum Ende der Reihe weiter. Das heißt bis zum markierten Ständer. Danach werden wir die Reihe ebenfalls schließen und das wird ganz anders geschlossen als beim letzten Muster. Also dieses Muster wird etwas ungewöhnlich geschlossen. Schau, wir nehmen das ganz rechte Arbeitsröhrchen. Wir überspringen 2 Ständer und führen es hinter den dritten. Eingeführt und wir lassen es. Es bleiben 2 Arbeitsröhrchen übrig. Wir nehmen wieder das ganz rechte, überspringen den markierten Ständer und führen es hinter den zweiten. Und das letzte Arbeitsröhrchen führen wir hinter den markierten Ständer. Fertig, die Reihe ist geschlossen. Weder Anfang noch Ende sind sichtbar. Und endlich ist am unteren Rand des Korbes ein ordentlicher Zopf entstanden. Als nächstes habe ich beschlossen, das Muster erneut zu wechseln. Ich werde im Muster-Cartoon flechten, das kennst du schon. Damit haben wir den Boden geflochten. Aber hier gibt es einen Haken. Jetzt haben wir 3 Arbeitsröhrchen in der Arbeit. Für Cartoon braucht man nicht so viele. Für dieses Muster benötigen wir nur 2 Arbeitsröhrchen. Das dritte werden wir jetzt vorsichtig verstecken. Ich habe das Geflecht etwas aufgemacht, so ist es bequemer, das überschüssige Röhrchen zu verstecken. Schau, als wir anfingen, die Reihe zu schließen, nahmen wir das rechte Arbeitsröhrchen und führten es hinter den dritten Ständer. Da wir es aber nicht brauchen, verstecke ich es, anstatt es hinter den Ständer zu führen, einfach im Geflecht.
Ich schneide das Überschüssige ab und verstecke das Schwänzchen im Geflecht, links vom dritten Ständer. Ich bringe die restlichen Arbeitsröhrchen wieder an ihren Platz. Zur Erinnerung, das rechte führen wir hinter den zweiten Ständer und das letzte hinter den markierten. Das war's. Jetzt haben wir 2 Arbeitsröhrchen und wir können zu Katun übergehen. Du fragst dich vielleicht, warum brauchen wir 2 Arbeitsröhrchen, wenn wir den Boden mit einem Röhrchen geflochten haben? Sehr gute Frage. Schau, als wir den Boden flochten, machten wir Wendungen. Aber beim Flechten der Chorbandwände flechten wir spiralförmig. Nun, wenn Flechten spiralförmig geschieht, hat das Muster Katun eine Regel. Merke dir, wenn die Anzahl der Ständer im Produkt angerade ist, brauchen wir nur ein Arbeitsröhrchen zum Flechten. Alle Reihen im Kreis werden nur mit einem Arbeitsröhrchen geflochten. Und in jeder neuen Reihe wird sich das Muster von selbst verschieben, ohne unser Eingreifen. Aber wenn die Anzahl der Ständer gerade ist, wie bei mir jetzt, dann kommt das zweite Arbeitsröhrchen ins Spiel. Das zweite Arbeitsröhrchen wird benötigt, damit das Muster nicht von Reihe zu Reihe dupliziert wird, sondern eine Abwechslung stattfindet. Und ich sage aus Erfahrung, in rechteckigen Körben gibt es fast immer eine gerade Anzahl von Ständern. Nun, dieses Muster mit 2 Röhrchen zu flechten, ist nicht komplizierter als mit einem. Wir flechten abwechselnd eine Reihe mit dem einen Arbeitsröhrchen. Wir kommen an die Stelle, wo das zweite Arbeitsröhrchen geblieben ist, lassen das erste in Ruhe und flechten mit dem anderen weiter. Und so jagen sie sich gegenseitig, als würden sie Fangen spielen oder in jeder neuen Reihe einen Staffellauf machen. Eins ist davon gelaufen, das andere hat es eingeholt. Und so Reihe für Reihe. Nun, mit genau diesem Muster flechte ich einfach bis zur gewünschten Höhe des Korbes weiter, ohne irgendetwas zu ändern. Das Einzige, was ich während des Prozesses mache, ist die Länge der Ständer zu verlängern. Die Verlängerung der Ständer ist genau dieselbe wie die der Arbeitsröhrchen. Damit wirst du auf jeden Fall fertig. Ich werde dich nicht mit Dutzenden gleichartiger Reihen langweilen. Alles wird genauso geflochten, wie ich es bereits gezeigt und erklärt habe. Deshalb schlage ich vor, keine Zeit zu verlieren und gleich zum Finale überzugehen. Zur letzten Reihe und zum Randabschluss. Bevor ich die letzte Reihe flechte, schneide ich zuerst die überschüssigen Röhrchen in den Ständern ab. Für den zukünftigen Randabschluss brauchen wir nur einzelne Ständer, deshalb schneide ich sie einfach vorsichtig direkt an der Basis ab. Damit all diese Stümpfe nicht sichtbar sind, wiederholen wir den Zopfeffekt, denselben wie am unteren Rand des Korbes. Rechts vom Ständer stecke ich die Spitze eines neuen Arbeitsröhrchens ein und schon haben wir wieder 3 Arbeitsröhrchen. Echt Déjà-vu, oder? Es sieht fast genauso aus wie am Anfang des Flechtens der Wände. Aber nein, das ist kein Déjà-vu. Wir werden jetzt tatsächlich unsere allererste Reihe und das Muster umgekehrter Zopf mit 3 Röhrchen wiederholen. Falls du es vergessen hast, erinnere ich kurz. Wir nehmen das ganz linke Arbeitsröhrchen, führen es unter den beiden anderen hindurch, überspringen die besetzten Ständer und führen es hinter einen freien Ständer. Und wir wiederholen diese Aktionen jedes Mal genau mit dem ganz linken Arbeitsröhrchen. Aufgrund der Voluminosität dieses Musters sind darunter absolut keine abgeschnittenen Ständer sichtbar. Es versteckt alles perfekt. Und ja, das ist einer der Gründe, warum ich dieses Muster so gerne am unteren und oberen Rand des Korbes verwende. Die Muster gerader oder umgekehrter Zopf mit 3 und mehr Röhrchen, sie sind voluminös, verstecken perfekt alle Manipulationen an den Ständern, wie das Abschneiden überschüssiger Röhrchen, das Hinzufügen von Röhrchen zu den Ständern, das Wechseln der Farbe und so weiter. Außerdem sehen sie schick aus. Okay, wir flechten diese Reihe zu Ende und schließen sie auch. Und weißt du was? Ich habe beschlossen, das Muster gerader Zopf mit 3 Röhrchen, das wir in der zweiten Reihe geflochten haben, nicht zu flechten. Wir machen einfach einen Randabschluss, der diesem Muster sehr ähnlich ist. Am Ende erhalten wir einen schönen Zopf, sowohl am unteren als auch am oberen Randabschluss des Korbes. Schau, beim Schließen der Reihe lasse ich alle Arbeitsröhrchen im Inneren des Korbes. Später werden wir sie vorsichtig abschneiden und ankleben. Nun, der Korb ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Randabschluss. Und hier ist ein kleines Geheimnis für dich. Damit der Randabschluss schön und ordentlich wird, müssen die Röhrchen feucht sein. Aber was tun, wenn unsere Ständer schon längst getrocknet sind? Richtig, sie erneut befeuchten. Ich ziehe die Form heraus,
und schicke die Ständer in ein warmes Bad. Sobald sie wieder weich und geschmeidig sind, können wir mit dem Randabschluss beginnen. Man kann an jeder beliebigen Stelle damit anfangen. Wir nehmen den ersten Ständer, führen ihn hinter den benachbarten rechten Ständer und legen ihn horizontal ab, wobei wir das Schwänzchen zu uns ziehen. Wir bewegen uns gegen den Uhrzeigersinn und wiederholen dasselbe mit jedem vertikalen Ständer. Wenn der letzte Ständer übrig bleibt, müssen wir dafür sorgen, dass der Kreis des Randabschlusses nahtlos geschlossen wird. Dafür finden wir die allererste Schleife. Das ist der Ständer, den wir als erstes umgelegt haben. Erinnerst du dich? Und von der Innenseite des Korbes ziehen wir den letzten Ständer durch diese erste Schleife. Voila! Alle Ständer sind jetzt nach unten umgelegt und man sieht weder Anfang noch Ende. Und wir machen weiter. All diese Schwänzchen lassen wir natürlich nicht abstehen, wir werden sie jetzt im Geflecht verstecken. Aber zuerst setzen wir 2 Markierungen, damit wir diesen Randabschluss einfacher schließen können. Abschnitte von Röhrchen eignen sich hervorragend als Markierungen. Schau, links von 2 Ständern bereiten wir den Platz vor und stecken dort die Abschnitte hinein. Und jetzt nehmen wir das Röhrchen, das sich links von der ersten Markierung befindet. Wir legen es über 2 Röhrchen, überspringen die Ständer mit den Markierungen und stecken die Spitze links vom nächsten freien Ständer hinein. Wir bewegen uns gegen den Uhrzeigersinn und wiederholen dasselbe mit jedem Röhrchen. Ich liebe diesen Randabschluss einfach, er ist sowohl einfach als auch schnell. Und natürlich liebe ich es, wenn alle Schwänzchen ordentlich im Geflecht versteckt sind. Der einzige Nachteil dieses Randabschlusses ist, dass man einen Gegenstand wie eine Ahle benötigt, der die Plätze für die Schwänzchen vorbereitet. Aber anstelle einer Ahle kann man eine dicke Stricknadel, einen Schraubendreher oder sogar eine Nagelschere verwenden. Wir müssen die Röhrchen nur ein wenig auseinanderdrücken, damit sich die Schwänzchen einfacher und leichter im Geflecht verstecken lassen. Okay, ich denke, das Prinzip dieses Randabschlusses ist klar. Gehen wir gleich zum Schließen über? Schau, beim Schließen ist alles ganz einfach. Unsere Markierungen dienen uns als Orientierung. Genau dafür haben wir sie am Anfang platziert. Jetzt müssen wir nicht lange nach der Stelle suchen, an der die Schwänzchen versteckt werden müssen. Wir ziehen einfach unsere Markierungen heraus und stecken die Schwänzchen der Röhrchen sofort an diese Stelle hinein. Das war's, unser quadratischer Korb ist fertig. Die letzten Schritte sind einfach, alle Schwänzchen, die von den Arbeitsröhrchen übrig geblieben sind, abzuschneiden und festzukleben. Nun, der Korb ist fertig und jetzt kommt das Interessanteste, der Deckel. Es gibt sowieso nicht wenige Varianten von Deckeln. Man kann einen einfachen Auflegedeckel machen, wie den ich für die Schachtel für trockene Servietten geflochten habe. Man kann einen Deckel flechten, der buchstäblich die Form des Korbes wiederholt, im Grunde eine Mini-Version des Korbes selbst, nur niedrig. Oder man kann einen Deckel mit einem inneren Rand machen. Genau diese Variante habe ich für diesen Korb ausprobiert. Und gleichzeitig überprüfen, wie man den inneren Rand überhaupt in der quadratischen Form flechtet. Ein kleiner Spoiler. Für runde Körbe ist das Prinzip dasselbe, aber es ist viel einfacher. Nun lass uns zum Interessantesten übergehen. Bevor wir mit dem Flechten des Deckels beginnen, lass uns ein paar kleine Berechnungen anstellen. Glaub mir, das wird uns das Leben sehr vereinfachen.
Nimm ein Blatt Papier, ein Lineal und einen Bleistift oder bunte Marker. Wir rechnen jetzt alles zusammen aus. Ich habe schon alles im Voraus abgeschätzt und zeige dir jetzt, worauf du achten solltest. Schau! Zuerst markieren wir die Grenze unseres geflochtenen Korbes. Und vergiss nicht, die Dicke der Wände abzumessen. Das ist wichtig. Hier, ich habe mit blauer Farbe die inneren und äußeren Grenzen der Korbandwände markiert. Danach lassen wir von der inneren Grenze 1,5 bis 2,5 cm Abstand und zeichnen neue Linien. Es entsteht ein Quadrat im Quadrat. Siehst du? Auf meiner Zeichnung ist das die gelbe Farbe. Entlang der Kontur des gelben Quadrats machen wir genau die inneren Ränder für den Deckel. Und der Einfachheit halber habe ich auch die Platzierung der Ständer markiert. Das Prinzip des Flechtens des Deckels ist einfach. Zuerst flechten wir den Boden entsprechend den Abmessungen des gelben Quadrats. Wir machen das absolut genauso, wie wir ganz am Anfang den Boden für den Korb geflochten haben. Wir stellen die Ständer vertikal auf und lassen die Schwänzchen gleichmäßig oben und unten abstehen. Und dann flechten wir die Reihen, ohne zu vergessen, die Seitenständer zu formen. Ich werde bei diesem Schritt nicht zu detailliert bleiben, weil alles absolut identisch ist mit dem, was wir bereits gemacht haben. Aber ich gebe dir ein paar nützliche Tipps und nenne die wichtigsten Punkte. Erstens, die Ständer für den Deckel müssen unbedingt doppelt sein, mindestens doppelt. Auf einzelnen Ständern wird es einfach nicht funktionieren, die inneren Ränder nach dem Prinzip zu flechten, das ich zeigen werde. Doppelte Ständer für den Deckel sind also eine zwingende Voraussetzung. Zweiter Punkt, auch sehr wichtig. Die Ständer müssen lang sein. Das heißt, die Schwänzchen müssen etwa 15 cm über die blaue Grenze hinausragen. Erinnerst du dich, als wir den Boden flochten? Alle abstehenden Schwänzchen auf 4 Seiten haben wir vertikal hochgezogen und sie wurden zu den Ständern für die Wände. Und bereits beim Flechten der Wände konnten wir die Länge der Ständer problemlos verlängern. Beim Flechten des Deckels sind jedoch alle abstehenden Schwänzchen auf 4 Seiten die zukünftigen Ständer für den Randabschluss. Und wie du bereits weißt, benötigen wir für den Randabschluss einen Vorrat von 10 bis 15 cm Länge der Ständer. Du kannst ein wenig Röhrchen sparen und die Länge nur eines der 2 Röhrchen in jedem Ständer verlängern. Wie bei mir zum Beispiel. Siehst du? Bei mir ist ein Röhrchen in den vertikalen Ständern kürzer als das andere. Du wirst ganz bald verstehen, warum ich das gemacht habe. Also, lass uns gleich zu dem Teil übergehen, wo wir den Boden bereits innerhalb der Grenzen des gelben Quadrats geflochten haben. Jetzt werden wir alles für den zukünftigen inneren Rand vorbereiten. Die Logik ist einfach. Zuerst haben wir den kleinen Deckel auf doppelten Ständern geflochten. Jetzt formen wir die Ständer, auf denen der Rand halten wird. Dafür nehmen wir aus jedem doppelten Ständer ein Röhrchen und ziehen es vertikal hoch. Das heißt, wir teilen jeden Ständer in 2 Teile. Ein Röhrchen geht in den Rand nach oben und mit dem zweiten flechten wir den Deckel im Kreis weiter, um die fehlenden Zentimeter hinzuzufügen. Ich hoffe, die Logik ist zumindest etwas klarer geworden. Okay. Schau, was ich jetzt mache. Ich forme die Eckständer. Das ist nötig, damit wir den Deckel später in Ruhe am Umfang flechten können. Hier hatte ich eine kleine Improvisation. Ich habe in die rechten äußeren vertikalen Ständer an jeder Ecke ein zusätzliches Röhrchen eingefügt. Das ist nötig, damit die Anzahl der Röhrchen an den Ecken korrekt zusammenpasst. Hier auf dem Bildschirm habe ich genau die Stellen markiert, an denen ich ein Röhrchen hinzufügen musste. Am Ende sollten wir an jeder Ecke 5 Röhrchen haben. Ausgezeichnet, die Ecken sind vorbereitet. Jetzt ziehen wir je ein Röhrchen aus jedem Ständer vertikal hoch, außer den Eckständern, die im 45 Grad Winkel liegen. Wenn du Röhrchen unterschiedlicher Größe hast, so wie ich, ziehe die kürzeren vertikal hoch. Die langen lässt du auf dem Tisch liegen. Und dort, wo an den Ecken einzelne Ständer liegen, berühren wir sie nicht. Sie bleiben so auf dem Tisch liegen. Als nächstes kommt der unbequemste Schritt, bei dem man sich leicht verwirren kann. Ich habe es zuerst nicht bedacht, aber damit sich nicht alles vermischt, kann man die vertikalen Röhrchen einfach mit einem Gummiband oder Faden zu einem Pferdeschwanz zusammenfassen, genau wie Haare. Später habe ich dann doch einen Pferdeschwanz aus den vertikalen Röhrchen gemacht und es wurde wirklich viel einfacher. Um nun das Quadrat im Kreis zu umflechten, brauchen wir neue Arbeitsröhrchen. Ich habe mich entschieden, das Musterzopf mit 2 Röhrchen zu flechten, daher beginne ich sofort mit 2 Arbeitsröhrchen.
Das Prinzip ist hier sehr einfach. Wir flechten mit 2 Röhrchen gleichzeitig. Das Arbeitsröhrchen, das unter dem Ständer war, geht nun über den Ständer. Und das über dem Ständer war, geht unter den Ständer. Und wie du sehen kannst, flechten wir im Kreis, aber umflechten nur ein Röhrchen in jedem Ständer. Außer an den Ecken, da gibt es eine eigene Geschichte. Das zweite Röhrchen im Ständer ziehen wir einfach hoch und lassen es in vertikaler Position. Das sind ja die zukünftigen Ständer für den inneren Rand. Wir flechten diese Reihe weiter. Die zweite Reihe ist schon einfacher zu flechten, weil wir die Röhrchen in den Ständern nicht mehr teilen müssen. Also flechte ich sie mit demselben Muster. Die vertikalen Ständer berühren wir nicht, zu ihnen kommen wir später zurück. Vorerst müssen wir die fehlenden Zentimeter im Deckel zu Ende flechten. Aber in der dritten Reihe sollten wir das Muster besser wechseln. Denn siehst du, was bei uns passiert? Die Ecken haben begonnen, sich merklich abzurunden. Und wenn wir in diesem Tempo weiterflechten, bekommen wir statt eines quadratischen Deckels eine Form, die ins Runde übergeht. Und dann würde der Deckel einfach nicht mit dem Hauptkorb zusammenpassen. Plus noch ein Punkt, an den Ecken ist der Abstand zur gewünschten Grenze größer als an den geraden Abschnitten. Das müssen wir auch ausgleichen. Deshalb wechsle ich in der dritten Reihe das Muster zu Katun. Da ich eine gerade Anzahl von Ständern habe und 2 Arbeitsröhrchen bereits in der Arbeit sind, muss ich mir nichts Zusätzliches ausdenken. Wir flechten einfach weiter, lassen ein Arbeitsröhrchen ausruhen und flechten den Katun mit dem 2. Das Muster Katun wird abwechselnd mit 2 Röhrchen bei einer geraden Anzahl von Ständern geflochten. Erinnerst du dich? Also führen wir das Röhrchen mal über den Ständer, mal unter den Ständer, bis wir zur Ecke kommen. An den Ecken werden wir eine zusätzliche Windung hinzufügen. Das heißt, wir machen einfach eine zusätzliche Umwicklung um den Ständer. Diese zusätzliche Umwicklung wird unsere Ecken ausdrucksstärker machen. Das heißt, sie verleiht der Form mehr Kantigkeit und fügt auch zusätzliche Millimeter hinzu. Das war's. Wir flechten mit dem Muster Katun weiter und machen nur an 4 Stellen an den Ecken eine zusätzliche Windung. Wir flechten so bis zur Grenze des blauen Quadrats. Ein paar Reihen vor dem Abschluss habe ich die überschüssigen Röhrchen an den Ständern abgeschnitten, weil ich genau denselben Randabschluss wie beim Hauptkorb wiederholen wollte. Und für diesen Randabschluss benötigt man, wie du weißt, einzelne Ständer. Deshalb schneide ich einfach ein Röhrchen aus den doppelten Ständern ab und flechte 2 weitere Reihen mit dem Muster Katun, wobei ich nicht vergesse, zusätzliche Umwicklungen an den Ecken zu machen. Nach ein paar Reihen war ich fast an der äußeren blauen Grenze und beschloss, den Deckel anzuprobieren, ob er größentechnisch zum Korb passt. Ich probiere an und alles ist perfekt. Diese paar Millimeter gehen in den Randabschluss auf und der Deckel passt zentimetergenau. Als nächstes verstecke ich die Arbeitsröhrchen im Geflecht und mache genau denselben Randabschluss wie beim Hauptkorb.
kurz zur Erinnerung an das Prinzip des Randabschlusses. Zuerst führen wir die Ständer einzeln hinter den benachbarten Ständer mit den Schwänzchen zu uns. Und dann verstecken wir jedes dieser Schwänzchen im Geflecht. Alles ist absolut genauso, wie wir es beim Hauptkorb gemacht haben. So, der Deckel ist praktisch fertig, es fehlt nur noch der letzte Schritt, der innere Rand. Die Ständer für den Rand haben wir bereits und der Rest ist sehr einfach, buchstäblich 3 bis 5 Reihen flechten und der Deckel ist vollständig abgeschlossen. Du kannst die Ständer mit jedem Muster flechten, das dir gefällt. Ich habe das Muster gerader Zopf mit 2 Röhrchen gewählt. Das Muster ist dicht, fixiert die Ständer gut in vertikaler Position und lässt sich sehr schnell flechten. Übrigens, genau dieses Muster haben wir schon in 2 Reihen geflochten, als wir begannen, den Deckel im Kreis zu umflechten. Arbeitsröhrchen kannst du genauso hinzufügen wie zuvor, indem du einfach die Schwänzchen hinter die Ständer steckst. Oder du nimmst ein Röhrchen, faltest es in der Mitte. Umfasst einen beliebigen Ständer und beginnst mit 2 Arbeitsröhrchen zu flechten. Ich erinnere dich an das Prinzip des Musters gerader Zopf mit 2 Röhrchen. Das Röhrchen, das unten war, geht nach oben und hinter den benachbarten Ständer. Oder anders gesagt, das ganz linke Arbeitsröhrchen legen wir über das rechte und führen es hinter den nächsten Ständer. Und so flechten wir nur ein paar Reihen weiter, etwa 3 bis 5 oder so viele wie du möchtest. Dieser innere Rand wird benötigt, damit der Deckel nicht abrutscht. Im Grunde ist es ein unsichtbarer innerer Begrenzer und man wird ihn im fertigen Produkt praktisch nicht sehen. Wenn dich die Höhe des Randes zufriedenstellt, musst du dich nur noch um die Ständer kümmern. Du kannst sie einfach über der letzten Reihe abschneiden oder du machst den einfachsten Randabschluss. Ich habe mich entschieden, einen Randabschluss zu machen, damit der Rand ordentlicher und abgeschlossener aussieht. Im Grunde ähnelt dieser Randabschluss sehr dem, wie wir die Schwänzchen der Arbeitsröhrchen im Geflecht versteckt haben. Wir nehmen den Ständer, legen ihn horizontal und stecken die Spitze links vom benachbarten Ständer ins Geflecht. Wir wiederholen dies mit jedem Ständer. Die abschließende Anprobe unseres Deckels und meiner Meinung nach sieht alles ausgezeichnet aus. Der innere Rand hält den Deckel perfekt an Ort und Stelle und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der letzte Schritt nach Wunsch ist der Griff für den Deckel. Es gibt massenhaft Optionen. Man kann einen klassischen Griff flechten oder etwas Ungewöhnliches machen. Ich habe gerade erst diese niedliche Schleife geflochten. Und genau diese Schleife hat mich dazu inspiriert, so einen Korb mit Deckel zu flechten. Als ich die weißen Linien auf dem Korb und dem Deckel zeichnete, wurde die Schleife zu einem tollen festlichen Akzent. Und es ist so eine festliche Schachtelkorb entstanden. Ach ja, fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Wenn der Korb vollständig fertig ist, empfehle ich ihn zu lackieren. Genau die finale Lackierung der fertigen Produkte vereinfacht die Pflege, schützt vor Feuchtigkeit und verlängert insgesamt die Lebensdauer des Korbes. Ich habe es noch nicht geschafft, meinen Korb zu lackieren, da ich normalerweise gleich mehrere Produkte auf einmal lackiere. Ich habe jedoch ein Separates-Video über das Lackieren, in dem alles sehr detailliert erklärt wird. Der Link ist in der Beschreibung. Nun, das war's von meiner Seite. Danke, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Gib mir ein Like, abonniere den Kanal und schreibe in die Kommentare, wie dir diese Geschenkidee gefällt. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!